Match Nummer 1 gegen Kollege Mohammed. Zum Glück nicht Mohammed Light, dann hätten wir jetzt ein Problem. Aber wir fangen natürlich klassisch bei diesem Deck an. Skami hat den Mönch ein bisschen nach hinten gepusht. Deswegen jetzt nicht so lupenrein von uns. Er lacht auch, aber er weiß natürlich nicht, dass er am Ende trotzdem verlieren wird. Wenn einmal der royale Riese am Turm ist, dann gewinnst du das Game. Ja? Hier hat sich gerade für uns enorm aus. In diesem Video stelle ich dir mein persönliches Deck der Woche in Clash Royale vor, mit dem du am Anfang der März-Season alles rasieren wirst. Warum es genau dieses Royal Giant Deck ist, wie es aufgebaut ist und natürlich auch, wie du es spielen musst, das zeige ich dir jetzt. Wir haben hier nämlich ein klassisches Royal Giant Cycle Deck mit dem Bogenschützen und Kobold. Die beiden Karten sind gerade komplett broken, absolut unverzichtbar, deswegen sind sie natürlich auch hier drin. Wir haben den Feuerball, der ist stark gegen Bogenschützen, gegen einige weitere Truppen. Das Holz ist auch am Start, kleiner Spell, braucht man natürlich immer. Dann haben wir den Mönch als Champion, der ist drin, weil aktuell sehr, sehr viele Gegner zum Beispiel die Bogenschützen spielen und du damit natürlich einen lupenreinen Konter mit der Fähigkeit gegen eine der besten Karten im Spiel hast und natürlich auch, um vor dem Royal Giant mit seiner Fähigkeit alles wegtanken zu können. Dann haben wir den Phoenix, eine weitere Truppe, die eben in der aktuellen Season super, super stark ist und weiterhin zu den besten Karten im Spiel gehört. Den Fischer, der ist sehr, sehr gut mit den Bogenschützen, weil du kannst den Fischer in die Mitte spielen, ziehst die gegnerische Truppe ran und dann kannst du deine Bogies splitten und kannst alles in deiner Mitte verteidigen, aber du kannst zum Beispiel auch einen Packer von dem Royal Giant wegziehen und natürlich die Win Condition, der royale Riese, sehr starke Karte, gerade sogar ein bisschen unterschätzt und ich zeige dir jetzt, wie du das spielen musst, um alles zu rasieren. Match Nummer 1 gegen Kollege Mohammed, zum Glück nicht Mohammed Light, dann hätten wir jetzt ein Problem, aber wir fangen natürlich klassisch bei diesem Deck an. Wir haben jetzt 4 Optionen. Holz kann man eigentlich immer rüber cyclen, weil wenn der Gegner jetzt nicht spielt, dann wird er wahrscheinlich keine Bait-Karten dabei haben, also gibt es direkt mal den Holz darüber und wir schauen einfach mal weiter, was er macht. Er setzt Fledermäuse und eine Musketiere ein und da ist natürlich direkt der Mönch am Glänzen. Wir wissen, er hat eine Musketiere, werden jetzt aber nicht zünden, sondern die erstmal so töten, damit wir jetzt die Zündung noch haben. Jetzt können wir hier draufklicken, zack, er setzt zwar die Skami ein, trotzdem kriegen wir da natürlich einigermaßen okay einen Erfolg raus. Wir kriegen Damage am Turm und das ist erstmal die Hauptsache. Jetzt haben wir 3 Karten gesehen und wir wissen bereits fast sein ganzes Deck. Okay, nevermind, er hat irgendein Deck, ne, ist natürlich klar, die Leute hier spielen auch nicht unbedingt immer Meta-Decks, sondern es sind teilweise Random Decks am Start, aber auch dagegen ist dieses Deck gut. Wir haben gesehen Pfeile, Hawk, die Bats, die Skami und die Musketieren. 5 Karten von 8 kennen wir also. Es sind gute Fledermäuse, die er spielt. Und das Geile ist, der Mönch könnte uns in diesem Game bereits extrem carryen. Wir haben den Baby Dragon jetzt gesehen. Dagegen reflektiert die Mönchzündung und natürlich gegen die Musketieren. Heißt, wir können hier vorne Musketieren bringen und jetzt können wir erwarten, dass er entweder seine Musketieren reinbringt oder aber er bringt jetzt seine Skami. Und da können wir natürlich auch wieder ganz einfach zünden. Genau, gehen jetzt hier rein. Macht der Gegner sogar ganz gut. Die Skami hat den Mönch ein bisschen nach hinten gepusht. Deswegen jetzt nicht so lupenrein von uns. Er lacht auch, aber er weiß natürlich nicht, dass er am Ende trotzdem verlieren wird. Ist ja klar, das wird er erst gleich wissen. Jetzt können wir hier mit dem Fischer hinkommen. Ihr seht gerade, klar, den King Tower haben wir aktiviert mit dem Schweinereiter, mit dem Fischer. Geht ganz einfach. Jetzt bringen wir natürlich hier die nächsten Fischer rein und verhindern natürlich, dass die Musketiere hier irgendwie großartig rankommt. Genau, der Schweinereiter macht zwar einen Hit, ist aber völlig fein für uns. Genau, das passt. Und jetzt könnten wir theoretisch versuchen, aggressiv reinzugehen. Aber da er genau die Fledermäuse hat und wir dagegen gerade nichts im Cycle hatten, machen wir das lieber nicht. Setzen jetzt den Royal Giant einmal hinten ein, um dann entweder mit diesem Push direkt durchzukommen, da einen Mönch vorzubringen und so weiter. Oder aber, und da seht ihr natürlich ganz klar, es ist die Option, wir wollen jetzt protecten. Und hier wird eben der Sinn des Decks klar. Wir setzen jetzt den Mönch vor den royalen Riesen, setzen jetzt hier den Phoenix ein, werden jetzt natürlich auf ganz entspannt einmal zünden, genau, und können dann hier praktisch den Sparky direkt totloggen. Wir loggen rein, weil es hätte eben entweder die Skami auch kommen können oder halt, egal ob die Skami kommt oder nicht, kriegen wir eben schöne Value mit dem gegen den Sparky. Jetzt bringen wir hier oben nochmal schon Kobold rein, zack, ganz entspannt, genau, damit der Kollege auch keine Faxen macht. Dann haben wir hier natürlich den nächsten Mönch, oder ich wollte eigentlich den Mönch testen, voilà. Ist aber egal, weil ihr seht, wir bekommen es easy hin, der Gegner haut gute Pfeile drauf, gar keine Frage, aber jetzt haben wir natürlich den RG davor und der Gegner hat da nicht so viel. Er kann jetzt vielleicht Bett setzen oder halt Skami, aber da haben wir eben jetzt wieder das Lock am Start und ihr seht, wenn einmal der royale Riese am Turm ist, dann gewinnst du das Game, ja. Hier hat sich gerade für uns enorm ausgezahlt, wir spielen geduldig, wir warten darauf, dass der Gegner, und da haben wirklich eigentlich fast jeder Gegner hat irgendeine Truppe, gegen die der Mönch stark ist. Seht ihr, wir haben es gerade predicted, setzen jetzt den Kollegen an der Brücke. Jetzt könnte er sogar seinen eigenen Turm fast schon töten. Gehen natürlich jetzt hier in die Fähigkeit, Freunde, ganz entspannt. Oder auch nicht, weil wir kurz fällen, gar kein Problem. Dann haben wir kurz gefällt. Ist aber egal, weil der Mönch trotzdem nochmal eine Reflection zurückgibt. Let's go, sehr schön. Von daher hat das jetzt nicht viel im Ursächlichen gemacht. Also es hat ihm nichts gebracht oder hat uns nicht geschadet. Machen das Ganze so, zack, hier Kobolde rein. Schön der Surround eben, weil Kobolde einfach komplett broken sind, kann man das natürlich mit der Karte machen. Hier gibt es einfach einen Mönch. Wir hätten natürlich
natürlich auch einen Fischer spielen können, klar, aber nimmt sich am Ende nicht so viel. Und jetzt können wir wieder reingehen. Ja, wir haben gleich wieder die Möglichkeit, einfach aus dem Mönch Kapital zu schlagen, machen es aber erst bei 8 Elixir. Jetzt haben wir eben direkt das Log am Start, was wir reinspielen können, genau gegen zum Beispiel seinen Skami. Gegner denkt, er löst es ganz gut, aber am Ende sind wir mit Mönch und Royal Giant dran und damit hat der Gegner eigentlich keine Chance gehabt. Israel setzt jetzt hier das Koboldfass und ihr merkt, Bait-Spieler in aller Regel, kleiner allgemeiner Tipp für euch, die spielen, wenn sie das Koboldfass auf der Hand haben, eigentlich immer irgendeine Spam-Truppe ran. Deswegen könnt ihr euer Log, wenn ihr eben so 10 Sekunden im Game nichts passiert, durchcyclen. Ansonsten wartet ihr, damit ihr eben sowas abfangen könnt. Der Gegner, auch wieder super geil, hat den Dart Goblin und die meisten Logbait-Spieler, wenn auch nicht alle, spielen heutzutage eher die Kanone als den Inferno-Turm. Trotzdem ist der Mönch natürlich gegen beide stark, weil er eben vor dem Royal Giant sehr, sehr gut den Schaden abfangen kann und der Royal Giant das Gebäude dann töten kann. Wir können jetzt damit rechnen, er geht rüber, heißt wir halten direkt natürlich die Kobolde hier bereit und jetzt könnten wir eigentlich bereits hier mal den Royal Giant einsetzen. Ist ein bisschen riskant, gebe ich zu, weil der Gegner natürlich jetzt relativ leicht das Ganze bestrafen kann, aber ihr seht, wofür wir es machen. Ja, wir gehen jetzt hier rein und machen das und jetzt gibt uns der Gegner, weil er panikt, die komplette Holz-Value und ihr seht, auf einmal sind wir am Turm. Ja, wir machen jetzt richtig viel Damage und klar, der Gegner wird jetzt auch was machen, gar keine Frage, ne, mit seinem Mighty Miner. Dagegen werden wir aber einmal hier den Fischer spielen und natürlich die Kobolde direkt bereithalten, weil er jetzt natürlich versuchen wird, Schaden zu machen. Und hier seht ihr einfach so die Kobolde nicht im Turm. Man hätte sie auch ein bisschen anders spielen können, aber so passt das insgesamt. Und schon sind wir 1000 Schaden in Führung. Weil wir eben genau wissen, der Gegner hier mit dem normalen Logbait-Deck, wenn er Kanone spielt, hat in dem Zeitpunkt, weil er auch keinen großen Gräber in der Hand hatte, weil er ihn hier gerade gespielt hatte, nichts auf der Hand gehabt, um irgendwie den Royal Giant zu töten, außer Truppen, die wiederum gegen den Mönch schwierig sind. Und deswegen konnten wir mit Royal Giant und dem Mönch als Tank, wie man das bei diesem Deck eben sehr schön machen kann, komplett reingehen und haben den 1000 Schadensvorteil. Jetzt versuchen wir natürlich das Ganze ein bisschen zu halten und auf die nächste gute Gelegenheit zu warten. Das heißt, wir werden jetzt nicht direkt versuchen, den Royal Giant an der Brücke wieder zu spielen, weil das könnte ihn natürlich zurück ins Spiel bringen. Deswegen werden wir es lassen, werden ganz entspannt hier warten und mit dem Bogenschützen, den Kobolden, dem Holz haben wir eigentlich immer irgendeine geile Truppe, mit der wir ihn verteidigen können. Der Gegner will natürlich jetzt versuchen, da wieder Druck zu machen. Ne? Ihr seht das, er versucht irgendwas, klappt aber natürlich nicht. Jetzt setzen wir den Royal Giant einmal hinten ein. Jetzt könnte er maximal darauf eine Rakete hauen, wäre aber auch kein so guter Move. Macht er trotzdem, okay. Ist aber natürlich jetzt ein Problem, weil jetzt haben wir den Mönch am Start und können dann hier den Phönix reinspielen, müssen eigentlich nur seinen Dart Goblin loggen, wobei brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja den Mönch und der Gegner wird es nicht verteidigt bekommen, weil wir brauchen jetzt einfach nur so lange zu warten mit der Zündung, zack, jetzt können wir zünden, der Gegner kann eben sein Gebäude nicht reinspielen und jetzt kommt natürlich ein Specialty, jetzt können wir hier einfach das Log draufhauen, zack, und dann eben den großen Gräber und das kann man mit anderen Dingen auch sehr gut, mit dem Packer, mit dem Mega-Ritter, einfach wegziehen, einfach den Fischer nach hinten, dann eben seine Einheit, sage ich mal, schön defensiv bearbeiten, mit den Kobolden, mit Bogenschützen und so weiter, jetzt hier natürlich durch den schnellen Cycle den zweiten Royal Giant direkt in den Knick und ihr seht auch dieser Gegner, der hat ein gutes Deck gespielt, klar, aber er hat insgesamt, und hier kann man im Notfall auch mal den Feuerball auf das Koboldfass hauen, keine Chance gehabt. Wir haben ihn komplett gedemütigt fast schon. Und das alles mit Mönch und Royal Giant, weil der Gegner dagegen keine einzige Karte hatte. Das war's aber auch schon mit meinem ersten Deck der Woche für die brandneue März-Season. Dieses Deck, habt ihr gesehen, hat enormes Potenzial und wird euch sehr, sehr viele Games gewinnen. Wenn ihr ihm ein bisschen Zeit gebt und es übt, dann ist es komplett geil. Wenn es dir gefallen hat, empfehle ich dir jetzt nicht nur einen Daumen nach oben dazu lassen, sondern auch diesen Kanal hier SK Gaming zu abonnieren. Denn hier wird regelmäßig noch in den nächsten Wochen von Morten und auch mir Content zu den besten Decks in der Woche kommen. Also, wenn du immer am Zahn der Zeit in Clash Royale bleiben willst, dann lass jetzt ein Abo da. Ansonsten natürlich danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hau rein. Ciao.